Servus. Willkommen zurück im Hetz. Das sind wir wieder. Wir waren nämlich richtig hart unterwegs. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf der Nordschleife waren wir unterwegs. Genau, in der legendären grünen Hölle. Die Nordschleife. Und auch nicht mit irgendwas, sondern mit den zwei ultimativen nackten Kampfeisen von der Insel von Triumph. Da hätten wir die Street Triple RS 765 Kubik. Genau. Und da hinten Speed Triple 1050 R. Also die zwei Top-Bikes von Triumph. Und top deshalb, weil mal so alles an Bord, was geht, was man braucht, um nicht nur auf der grünen Hölle, in der grünen Hölle zu bestehen, sondern auf jeder Landstraße dieses Planeten. Zum ersten geiler kleiner Dreizylinder. Ja, 123 PS bei 11.700 Umdrehungen. Da merkt man schon ein bisschen Drehorgel. Ja, das schon allein die Ansage, 11.700 Umdrehungen. Da hast du die Spitze. Fünfstellig, das ist Supersportniveau. Ja, das ist Rennsport. Supersport, Rennsport. Guter Hinweis, ganz kurz. Moto2 ab 2019, powered by Triumph. Mit dem Motor werden dann die Cracks durch die zweite Liga der MotoGP ballern. So, sorry. Ja, wie viel Leistung der Motor bis 2019 kriegt, wissen wir noch nicht. Hier hat er eben die 123 PS und 77 Newtonmeter. Das ist ganz ordentlich. Das ist schon ordentlich für 765 Kubik. Merkt man auch im Vergleich zum alten 675 Motor, du hast mehr Midrange Power. Ja. Also da packt es ein bisschen mehr aus, lässt sich einfacher fahren. So, bei 10.800 Umdrehungen ist dieser Spitzendrehmomentwert angegeben. Ja. Und du merkst es, du kannst ein bisschen nicht schaltfaul, aber ja, naja, schon ein bisschen schaltfauler als mit der alten kannst du fahren. Ja. Und jetzt war die schon kein Supersportler, sondern hatte schon Midrange Power, die hat einfach noch mal mehr. Fahrwerk, ja, High-End, Hammer. Genau, wir haben hinten Öhlins, Federbein, voll einstellbar. SDX 40. Vorne das gute schwarze Stück hier kommt von Showa. Von Showa. Voll, komplett einstellbar. Druckstufe, Zugstufe, schön oben erreichbar. Und die Besonderheit von der Gabel ist, dass die Federvorspannung unten eingestellt wird. Ja? Was du sonst hier oben immer hast, wo du schlecht hinkommst mit deinem Werkzeug, haben sie jetzt nach unten gepackt. Finde ich ein super Gimmick, finde ich eine super tolle Idee. Gefällt mir gut. Super Gimmick finde ich auch den Anker oder die Anker. Fette Brembo Monoblöcke. M50. Ey, da hätten wir vor ein paar Jahren noch auf der Rennstrecke für gemordet, um irgendjemanden solche Teile abzunehmen. Die kannst du jetzt einfach so komplett im Fertigpaket hier kaufen. Geil. Dann hat sie Anti-Hopping-Kupplung. Ride-by-Wire. Schaltautomat. Ein TFT-Display. Und zu dem kommen wir auch gleich. Genau. Elektronik bis unters Dach à la NASA. Voll gepumpt. Aber da musste mal detailliert drauf eingehen, würde ich sagen. Ja, das ist ja kein Problem. Guck mal, Jakob, das schauen wir uns direkt mal an. Ja, das Dashboard der Streetie ist ja, wie eingangs schon erwähnt, ein TFT-Dashboard 5 Zoll, wer es wissen will. Den aktuellen Fahrmodus, den sieht man immer hier oben links. Das wäre jetzt der Straßenmodus. Also man hat 5 verschiedene Fahrmodis. Und in den Fahrmodis sind eben die einzelnen Systeme auf diesen Fahrmodus abgestimmt. Das heißt ABS, die Traktionskontrolle und das Ansprechverhalten des Motors. Unter dem Menüpunkt Rider kann ich mir meinen eigenen Fahrmodi zusammenstellen. Die eigenen Modis kann ich hier im Hauptmenü machen, das ist am rechten Lenkerschalter. Man hat die Möglichkeit, den Kontrast über 2 Stufen einzustellen, einmal Auto und eben extrem hoch. Und man kann den Stil, also die Anzeige des Dashboards 6-fach verstellen. Ja, und das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Wir haben jetzt 2 davon, also wir haben ja noch eine. Und zu der gehen wir jetzt, oder? Ja, Also, bereit? Also gut, ab. So, Speed Triple. Das Speed Triple R. Triumph, Urgestein, ja. Die Bank, ja. Die Bank. Fetter Dreizylinder. 140 PS, 9.500 Umdrehungen. Eine britische Abrissbirne, ohne Scheiß. 112 Newtonmeter, 7.000 bei 7.800 Umdrehungen. Schwedisches Gold, vorne und hinten. TTX-Federbein, voll einstellbar. Öhlins-Gabel, voll einstellbar. Also voll einstellbar heißt immer Federvorspannung, Druckstufe und Zugstufe kannst du einstellen. Ne? Monoblöcke von Brembo, Mega-Anker, kein Schaltautomat, bisschen schade.
können wir mal in Hinckley mit auf die Wunschliste schreiben. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, die könnte man auch nachrüsten. Also das wäre jetzt keine Kaufentscheidung. Ne? Auf gar Viel keinen. geiler ist die Einarmschwinge, die fette Felge. Das sind coole Gimmicks. Merkmal auch immer noch die zwei Töpfe oben am Hintern, das ist Kult, das Teil. Also der Doppelscheinwerfer vorne spaltet seit Markteinführung die Nation, das Land, den ganzen Planeten. Einfach alles. Scheißegal. Die Kiste kann einfach alles. Du kannst damit auch deine Pizza schneiden, wenn das. Das ist einfach alles. Aber das ist schön. Entweder du findest eine Speedy geil oder du kaufst dir halt einen Japaner, auch okay. Ja, aber kommen wir mal zu den inneren Werten. Hast du schon gesagt, was die so Leistung hast du schon gesagt? Ja, schon alles gesagt. 140 PS bei 9500 Umdrehungen. Da war ich noch voll im Arsch. Da war ich noch voll im Nordschleifen. Tut dir nicht weh. Nordschleifen-Delirium, weil wir haben die Dinger ja hier nicht nur zahlenmäßig abgearbeitet, wir haben die ja richtig Ja, wir sind bewegt. tatsächlich auch gefahren für die Roadster auf der Nordschleife, der grünen Hölle. 22 Kilometer, über 70 Kurven, auf, ab, rechts, links, blind, frei, Wir sonst sind was. einen Tag gefahren. Wir wollten eigentlich 2, aber der zweite war so verregnet. Also einen Tag, 500 Kilometer grüne Hölle. Ich würde sagen, das war die Hölle. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Also da fahren wir wieder hin, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir erstmal zum Dashboard, denn auch die hier hat nicht nur Ride-by-Wire, die hat nicht nur eine Anti-Hopping-Kupplung, nein, die hat auch noch eine Traktionskontrolle, abschaltbares ABS und verschiedene Fahrmodis. Ja? Wobei abschaltbares ABS, muss ich wie auch schon bei anderen Geschichten vorher sagen, die beiden haben einen Race-Mode, wo das ABS extra für die Rennstrecke angepasst ist. Ich Das wüsste heißt- keinen Grund, warum ich es ausschalten soll, wenn ich die Option habe. Ja, Das weil heißt es also, dass das ABS dann später regelt. Also extrem spät, Ja. im Normalfall, das Hinterrad ist auch Vergangenheit, interessiert nicht weiter. Also ich kann damit wirklich ultra spät ankern. Und wo dann das mittlerweile so gut eingestellte ABS greift, da macht es dann auch Sinn. Also es ist schön, es gibt die Option, ich wüsste nicht, wozu ich das brauche, außer für irgendwelche Stuntnummern vielleicht, die wehtun können. Also die Abschaltfunktion meinst Die du? Abschaltfunktion, weil die Racing-Funktion, also der Racing-Mode, liefert ein top abgestimmtes ABS. Es ist ja auch so, dass du, wenn du im Race-Modus bist und die Zündung wieder ausschaltest oder in dem fahrerspezifischen Modus und die Zündung wieder ausschaltest, wieder einschaltest, dann musst du den erst wieder einstellen. Also der bleibt Stimmt. nicht gespeichert. Fand ich am so ein Anfang ein bisschen Sicherheitsfeature, ne? nervig, aber es macht schon Sinn, weil wenn du vielleicht von der Rennstrecke kommst, hast du noch den Race-Mode und dann ballerst du früh zur Arbeit und schaffst es nicht mehr um die Bäckerecke vorne rum. Also ja, hat sich irgendwer was bei gedacht. Glückwunsch. Ja, aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Ja, hier haben wir das Dashboard der Speed Triple. Das ist alles noch ein bisschen einfacher gehalten, wohl bekannt. Man kann aber ziemlich einfach eben den Fahrmodus ändern. Man hat 4 verschiedene Fahrmodis: Rain, Road, Sport, Track und Rider. Auch hier kann man den Rider wieder selbst zusammenstellen, genauso wie bei der Streety. Die Speedy hat auch einen Lap-Timer. Ja, im Prinzip war es das dann auch schon wieder. Jetzt können wir mal was erzählen zum Fahren. Du hast angefangen mit der Speedy. Wie war's? Ich war sehr fokussiert auf die Strecke. Ich bin jetzt auch nicht der Langsamste, ja. Ich bin vielleicht nicht der Langsamste auf jeden Fall. Und auf der Streety konnte ich mich wunderbar entspannen. Ich konnte alles, was ich habe an Konzentration, auf mich und die Strecke setzen, weil die Streety einfach wahnsinnig viel verzeiht. Viel leichter zu, sie ist leichter zu fahren als die Speed Triple. Sie ist agiler, sie ist ein bisschen, ja, habe ich schon gesagt, dass die einfacher zu fahren ist? Verdammt, die ist halt einfacher zu fahren. Stimmt. Also ich habe ja auf der Streety angefangen und das ging echt total easy von der Hand. Und dann haben wir ja Mittag gewechselt und jetzt war ich ja schon einen halben Tag Nordschleife unterwegs, also ich kenne mich ja aus. Ne? Puh. Er hat sich ja ein bisschen gelangweilt, ja, das traut er sich jetzt nicht mehr zu sagen. Ne? Nein, also ich habe mir mal echt einen halben Tag Eifel angeguckt. Toll, super. Das kann man ja rausschneiden. Ja, also, wie ich auf die Streety gestiegen bin, habe ich gemerkt, Peppi, du musst dich echt deutlich mehr konzentrieren. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass sie schwierig zu fahren ist oder unhandlich, nein. Aber die Streety macht alles einfacher, leichter, easy living, alles. So, jetzt könnte man ja sagen, ja hallo, wer braucht dann noch die Speedy? Die Speedy
ist ein Panzer, ist eine Bank, ist die ultimative Abrissbirne. Und wenn man wirklich 100% fokussiert, ja, und wirklich davon das Visier einschaltet, das Zielvisier, und durchzieht, dann ist das Ding, die Hölle. Und dann, auch wenn der Obi in die Gabelbrücke beißt, dann hat man gesehen, wie sie an Meter verliert. Einfach, weil der Punch fehlt. Also das Ding thront auf einem Berg von einem Drehmoment. Geil! Was sprudelt da aus dem Raum? Was labert er? Das ist ja der Wahnsinn. Also da hatte ich keine Zeit, mir die Gegend anzugucken, aber es war Hammer. Also ein deutliches Plus für die Speed Triple ist halt dieses Ansauggeräusch, wenn du von unten raus ordentlich durchlädst und die nach vorne schiebt. Ja, da hast du echt Angst um deinen Tank, dass der auf einmal eingesaugt wird. Ja. Das ist der Hammer. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Speedy ist für mich mehr dieses wirklich All-Day-Bike zur Arbeit, mit in den Urlaub, Hausstrecke mit den Jungs, super geil vor der Eisdiele und auch wenn wirklich Attacke. Aber je schneller es wird, umso mehr musst du auch wirklich bei der Sache sein. Und da wiederum muss ich sagen, die Streety ist immer gechillt, immer easy, finde ich. Immer einfach zu handeln. Und deshalb, also es gibt aus meiner Sicht jetzt nicht, das ist sie oder das ist sie. Man muss sich echt überlegen, was bin ich für ein Typ, worauf habe ich Bock? Was bist du für ein Typ, worauf hast du Bock? Ich weiß nicht, was laberst du, das ist ja Wahnsinn. Boah, wo nimmt er das alles her, Alter? Ja, was bin ich für ein Typ? Ich bin ein Typ, der halt eine wahnsinnig große Garage hat und das spiegelt sich auch so ein bisschen in meinem Fuhrpark wieder. Und genauso muss ich sagen... In dem fiktiven Fuhrpark, in dem hätte ich gern Fuhrpark wieder. Ja, also was soll ich sagen? Wenn ich mir einen Typen vorstelle oder eine Typin, die sportlich fährt und 1-2 Mal im Jahr auf die Rennstrecke fahren will und da aber auch dann richtig Spaß haben will und sich nicht groß um irgendwelche fokussierenden Möglichkeiten, siehst du, so laber ich. Um irgendwelche bewusstseinserweiternden. Nicht ständig einen durchziehen muss, damit ich mich entspanne. Ne? Also gut, wenn diese Kifferbraut ein Moped sucht, ruf mich an, Baby. Dann gehen wir mit dem Obi zusammen auf Tour. Wird ein geiler Scheiß. Ja, dann nehmen wir uns die Streety. Ja, und wenn ihr einfach nur chillen wollt, dann... die Speedy. So, also gut. Haben wir es im Kasten. Ich glaube, da waren wir jetzt echt im Kasten. Also, außer... Wir haben ansonsten... Was hast du immer noch was zu erzählen? Natürlich, jetzt wollte ich nochmal darauf hinweisen, Leute, dass wir diesen ganzen bewusstseinserweiternden Spaß mit Motorrädern hatten, an dem wir nichts getuned, gepimpt oder dran rumgeschraubt haben. Das ist nämlich total gaga. Na, das willst du auch noch dran packen, ist ja alles dran. Ja, das Einzige, was wir uns gegönnt haben... Ja, die M7 RR von Metzler. Genau, Metzlers Wunderwaffe für die Landstraße mit zig Testsiegen dekoriert. Und für die Nordschleife echt Bombe. Verschiedene Gummimischungen, Härte in der Mitte für Laufleistung, außen genug Gummi, um alles niederzuschleifen, was in den Weg kommt. Vor allen Dingen ein bisschen weicher. Ja. Genau. Aber, also M7, eine Bank für die Landstraße, für Kackwetter, für alles. Aber da können wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also das ist ein Riesenthema und wir haben uns auch an der Nordschleife mit Frank von Metzler unterhalten. Und der hat uns so ein bisschen einen Einblick gegeben in die verschiedenen Reifentypen und wo da die Unterschiede sind. Das ist so ein spezielles Thema, da bringen wir nochmal ein eigenes Special und dann erklären wir euch mal, was die Unterschiede der einzelnen Modelle sind. Das ist ein hochinteressantes Thema. Genau. Also dranbleiben. Und wer jetzt Bock auf Speedy, Streety, Nordschleife bekommen hat, unbedingt ran ans Zeitungsregal. Da liegt nämlich die aktuelle Roadster. Da ist der komplette Bericht mit noch viel mehr Infos. Noch viel geileren Bildern. Unbedingt greifen, aufs Sofa setzen, chillen, reinziehen. Und, wenn aufgelesen, dann dranbleiben, weil... Auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Alles abonnieren, alles folgen, alles liken. Wenn ihr mal ein Thema habt, das ihr gerne mal eruiert haben wollt, ruhig mal in die Kommentare schreiben. Wir greifen uns dann was raus und bearbeiten das dann auch. Schön, dass ihr dabei wart. Danke Triumph für diese Bikes. Danke Roadster, dass ihr uns losgeschickt habt, diesen Test hier mal durchzuziehen. Es ist saugefährlich da könnt ihr nicht hin. Ja. Wer?
Die Roadster. Ja, schickt uns wieder hin. Wir machen das. Danke auch an euch, dass ihr wieder dabei wart. Bis in Kürze. Servus. Ciao. Following up near the end of lap 1. So the race is taking shape with Cooley and Spencer charging for the lead. Now Donna and Brunswick within striking distance. Sie sind total The other rider, number 21, Teddy Lawson, who recorded very fast times in practice, is back in